Hallo Leute! Heute möchte ich mit euch über 5 Dinge sprechen, die ihr unbedingt über den West Highland Way wissen solltet. Also seid gespannt! Wie die einen oder anderen von euch wissen, die schon fleißig meine West Highland Way Vlogs verfolgt haben, war ich im Juni für 7 Tage auf dem West Highland Way unterwegs. Für mich war das damals die erste Solo-Trekking-Tour mit Zelt. Dementsprechend an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen aufregend für mich. Ja, schaut gerne mal rein, falls ihr die Videos bisher noch nicht entdeckt habt. Und weil ich weiß, dass viele Leute immer Fragen haben, wenn man auf einem Trail war und ich auch schon ein paar Fragen bekommen habe, habe ich gedacht, ich teile mit euch einfach 5 Dinge, die ihr über den West Highland Way wissen solltet. Nummer 1. Der West Highland Way ist ein sehr bekannter Weg und dementsprechend ist man teilweise einfach auf langen Strecken zum einen nicht alleine unterwegs. Also wenn man es lieber etwas remoter mag, muss man entweder antizyklisch laufen, also dann immer schauen, dass man nicht zu der gleichen Zeit loswandert, wenn alle anderen wandern. Genau, und auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall ratsam vorzubuchen. Also sprich, wenn ihr mit dem Zelt unterwegs seid und auf Campingplätzen campen wollt, so wie ich es gemacht habe, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, in der High Season vorzubuchen. Das hat man mir vorher empfohlen und hat bei mir super funktioniert. Auf dem einen Campingplatz in der Mitte, lasst mich überlegen, es war in Tindrum, konnte ich leider nicht vorbuchen, weil ich dann niemanden erreicht habe. Da war es dann auch völlig okay. Der Campingplatz war sehr leer und auch an dem Abend, als ich da war, war das Hostel sehr spärlich besucht, aber nichtsdestotrotz auf den anderen Camping-Sites war es schon sehr voll. Von daher würde ich euch empfehlen, vorzubuchen. Wenn ihr außerdem auch mit kleinerem Gepäck unterwegs seid und eher von Hostel zu Hostel wandert, würde ich euch erst recht empfehlen, vorzubuchen, weil diese Unterkünfte sind natürlich noch ein bisschen spärlicher auf dem Weg. Falls ihr mit gewissem Budget auskommen wollt, würde ich euch da auch empfehlen, vorzubuchen, sei es in den Hostels oder auch in den Hotels. Und da seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Von daher mein Tipp an euch, auf jeden Fall vorbuchen. Tipp Nummer 2, beziehungsweise eine Sache, die ihr über den West Highland Way wissen solltet. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit dem Zelt unterwegs seid, dass ihr so für 3 Tage Essen mitnehmt. Das war auf jeden Fall was bei mir gut funktioniert hat. Auf dem ersten Campingplatz in Drimmen zum Beispiel gab es keinen kleinen Shop und ihr müsst euch das ja so vorstellen, ihr seid am Morgen wahrscheinlich losgelaufen in Malgai, kommt abend am Campingplatz an, dementsprechend braucht ihr dann da was zu essen und für das Frühstück am nächsten Tag. Die zweite Etappe führt euch ja dann über Connick Hill Richtung Balmaha. Da habt ihr dann die Möglichkeit, in einem Pub zu essen nach dem Abstieg. Aber wenn euch das nicht reicht, dann habt ihr je nachdem, wo ihr wohnt, abends Hunger und da wäre es entweder sinnvoll, dass ihr was dabei habt oder in Balmaha neben den beiden Pubs, die da vor Ort sind, gibt es auch einen kleinen Shop, aber der hat natürlich auch nur eine begrenzte Auswahl und wenn ihr spezielle Trekking-Nahrung essen wollt oder einfach was Spezielles essen wollt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr für den zweiten Tag auch noch was zu essen dabei habt. Am dritten Tag wandert ihr ja dann wahrscheinlich bis zur Bienglas Farm. Da braucht ihr tagsüber auf jeden Fall dann auch noch was zu essen, also Frühstück, Snacks, Mittagessen. Und abends könnt ihr auf der Bienglas Farm dann im Pub essen oder die haben auch einen kleinen Minimarkt, wo ihr auch alles Mögliche bekommt und da könnt ihr dann auch noch mal so für 1-2 Tage auffüllen. Und später in Tindrum gibt es auf jeden Fall auch 2 Möglichkeiten, eure Vorräte aufzufüllen. Dementsprechend würde ich sagen, auf jeden Fall so 2-3 Tage Nahrung solltet ihr dabei haben. Dann gibt es in Balmaha und in Tindrum die Möglichkeit für Resupply. Genau, und ansonsten gibt es noch auf der Etappe 1 und auf der Etappe 2 Honesty-Boxen, wo ihr gegen kleines Geld oder auch gegen PayPal, also man kann mittlerweile auch dort
mit PayPal bezahlen, Wasser auffüllen könnt. Es gibt kleine Snacks, ihr könnt ein Eis kaufen. Genau, das habe ich aber wie gesagt nur auf Etappe 1 und 2 entdeckt und bringt euch halt auch nicht komplett durch den Tag. Ein Tipp Nummer 3 für euch ist, ja, Etappe 3 ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, je nachdem, welchen Wanderführer ihr vorher gelesen habt, also falls ihr einen gelesen habt, könnt ihr es schon erahnen oder habt ihr es schon gelesen. Etappe 3 ist wirklich nicht ohne. Obwohl man auf Etappe 2 eigentlich denkt, okay, Conic Hill, Besteigung, Summiting etc. pp, viel Höhenmeter, das wird auf jeden Fall anstrengend. Ja, klar, Aufstieg ist auf jeden Fall immer ein bisschen was auf die Kondition geht. Aber Etappe 3 fand ich wirklich anstrengend, weil man ja die ganze Zeit am Wasser entlang läuft, also so auf so kleinen Single Trails, die teilweise sehr verwurzelt sind. Das ist sehr rockig, also sehr steinig. Ihr müsst ja manchmal so teilweise schon fast kraxeln, was die Wanderung an dem Tag sehr zeitintensiv macht. Und ja, an der einen oder anderen Stelle war ich auch wirklich dankbar, dass ich meine Trekkingstöcke dabei hatte. Und zudem ist es einfach so, dadurch, dass man die ganze Zeit diesen Flur, sage ich jetzt mal, durch das Dickicht läuft und links die ganze Zeit den See hat, ist der Weg ab einer gewissen Stelle auch sehr eintönig. Also falls ihr meinen Vlog gesehen habt von Tag 3, werdet ihr sehen oder werdet ihr wissen, dass ich am Anfang richtig begeistert war von der Etappe, weil es einfach sehr schön war. Es war sehr grün, es war toll mit dem Wasser, die Fahne, das war alles wunderschön. Aber je länger man da gelaufen ist und je anstrengender und je kraftzehrender der Weg war, desto nerviger wurde es langsam auch. Genau, aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall in gewisser Weise eine sehr schöne Etappe, aber dadurch, dass sie auch sehr lang ist, ist sie auf jeden Fall fordernd und sollte man nicht unterschätzen. Mein Tipp Nummer 4 ist ja einfach der Weg, der ist für jeden geeignet. Also abgesehen davon, dass ich ja gerade gesagt habe, dass Etappe 3 ein bisschen fordernder ist, ist es aber doch grundsätzlich so, dass es einfach für jeden machbar ist. Also ihr habt die Möglichkeit, das Wildzelten zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, auf Campingplätzen gut unterzukommen. Ihr habt überall Hostels, ihr habt Hotels, ihr habt Services, die euer Gepäck transportieren. Sprich, ihr könnt, selbst wenn ihr ja nur ohne Gepäck wandern wollt, könnt ihr die Wanderung gut machen. Dementsprechend ist der Wanderweg auch für jedes Alter machbar und für jedes Budget und für jeden unterschiedlichen Komfort oder für jedes Komfortlevel, sage ich mal. Dementsprechend finde ich, ist es ein sehr zugänglicher Weg. Der ist wirklich für jeden machbar. Je nachdem, wie fit man ist, kann man natürlich die Etappen unterschiedlich einplanen. Bei mir war es ja jetzt so, dass ich teilweise dann ja doch so an die 30 Kilometer Marke gekommen bin. Wenn man das vom Fitnesslevel nicht schafft, dann gibt es eigentlich fast immer die Möglichkeit, die Etappen etwas aufzuteilen, sodass man kürzere Etappen hat. Genau, und wenn man mit leichterem Gepäck oder mit wenig Gepäck oder sogar ohne Gepäck unterwegs ist, dann hat man natürlich auch da die Chance, dass man die Etappen dann auch einfach besser hinbekommt, wenn sie etwas länger sind. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall, was man wissen sollte. Der Weg ist wirklich für jedermann, ob Kind, also Eltern mit Kindern, ob Ältere. Ich habe sehr viele Ältere auch auf der Strecke gesehen, dann aber natürlich meistens nur mit einem Daypack. Wobei ich nicht sagen, also viele waren auch sehr fit und haben viel Gepäck dabei gehabt. Aber ja, genau, der Weg ist auf jeden Fall für jedermann zugänglich und auf jeden Fall eine Empfehlung. Tipp Nummer 5. Buch deine Rückfahrt von Fort William im Voraus. Ich habe das nicht gemacht, was mich dann so kurz vor Ende der Wanderung so ein bisschen genervt hat, weil ich dann irgendwie im Zelt lag und damit beschäftigt war, eine Rückreise zu buchen. Der ursprüngliche Plan bei mir war so, dass ich ja nicht wusste, ob ich die Wanderung wirklich in 7 Tagen durchziehen kann. Ja, einfach weil ich dachte, vielleicht brauche ich mal doch einen Rest-Day, weil ich irgendwie zu kaputt bin oder das Wetter ist so schlecht, dass ich sage, ich mache einfach einen Rest-Day oder.
Genau, dementsprechend habe ich mir ein bisschen Puffer eingeplant und hatte dementsprechend halt meine Rückfahrt von Fort William noch nicht vorgeplant. Habe dann festgestellt, dass die Zugfahrten teilweise sehr ungünstig lagen oder ausgebucht waren und Gleiches galt dann auch für die Busse. Ja, dementsprechend habe ich mir dann auch kurzfristig noch eine Unterkunft in Fort William gesucht, was dann auch wiederum ein bisschen tricky war, weil ja, Fort William lebt einfach vom Tourismus. Es gab überwiegend teure Unterkünfte so kurzfristig noch und die Hostels waren halt teilweise schon ausgebucht. Also ich habe wirklich Glück gehabt und habe sozusagen das letzte Hostelbett so spontan noch ja, in Fort William abbekommen und konnte dann am nächsten Morgen mit dem Bus zurück nach Glasgow fahren, aber da auch dann schon um 7 Uhr, weil alle anderen späteren Busse schon ausgebucht waren. Genau, was dann ein bisschen schade war, weil eigentlich hatte ich dann noch vor, mir das ein oder andere oben in Fort William anzugucken, aber ja, wie gesagt, weil ich keinen anderen Zug bekommen habe oder keine andere Busverbindung, musste ich dann schon am nächsten Tag morgens um 7 Uhr weiterfahren. Dementsprechend, mein Tipp an euch, plant ja doch besser eure Rückreise vorher. Das waren auch schon meine 5 Tipps mit meinen Insights von der West Highland Way Wanderung, so wie ich ihn erlebt habe. Natürlich hat jeder, der den Weg läuft, sicher noch andere Tipps oder Insights. Aber eine Sache möchte ich euch doch noch als Bonustipp mitgeben. Und zwar möchte ich euch vorab schon mal sagen, dass vor allen Dingen Etappe 4 und 5 total schön sind. Also der Weg an sich ist einfach total schön und abwechslungsreich. Man fängt ja an in den Lowlands und wandert sich dann immer weiter vor Richtung Highlands und gerade nach der anstrengenden Etappe 3 war dann einfach Etappe 4 und 5 so einfach das Wow-Erlebnis. Man ist plötzlich in den Highlands, man hat dieses tolle Panorama, die Berge, unten die Moore, teilweise war es dann richtig moody, weil es geregnet hat und man hat Wolken gesehen und dann kam so ein bisschen die Sonne durch und plötzlich war ein Regenbogen da. Das dann unterstützt mit noch ganz, ganz vielen Schafen, die durch die Highlands gehüpft sind. Also da muss ich ganz klar sagen, da werden auf Etappe 4 und 5 werden alle Klischees erfüllt. Da seid ihr auf jeden Fall total angekommen und das sind die Bilder, ja, die man so im Kopf hat, wenn man an die Highlands oder auch generell Schottland denkt und dementsprechend ja, auf jeden Fall mein Tipp, freut euch, also wenn ihr die Wanderung noch machen möchtet, freut euch auf jeden Fall auf Etappe 4 und 5, weil ja, die sind einfach wunderschön und genau, das nur noch so von mir als persönlicher Tipp. So, das waren auch schon meine 5 Quick-Tipps beziehungsweise 5 Dinge, die ihr über den West Highland Way wissen solltet. Plus der kleine Bonus, der hoffentlich auch nochmal extra Laune auf den Weg macht. Ja, ich hoffe einfach, dass etwas dabei war, was euch bei eurer Planung weiterhelfen wird. Und solltet ihr noch andere Fragen zum West Highland Way haben oder auch generell zum Thema Wandern, Fernwandern, Reisen etc., dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auch Anmerkungen. Ich bin da wirklich dankbar und freue mich darüber. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich. Und ja, dann sehen wir uns in meinen nächsten Videos. Macht's gut, bis bald.